Wollt's noch? Wackeln wir noch? Oh no. Hallo Freunde, das hat jetzt irgendwie nicht so funktioniert. Wir wollten das ganz, cineastisch und theatralisch machen. Übrigens, was sagst du zu meiner Kappe, Der schlechteste Ich finde ja Einstieg. nicht, dass ich so ein Kappengesicht habe, aber die steht mir irgendwie. Ich wollte gerade sagen, du siehst irgendwie komisch aus. Aber ja, sie steht dir vollkommen. Ja. Die Frau hat keinen Geschmack, lassen wir das mal. Wir haben wieder Steine bestellt und das ist auch bestimmt der Grund, warum ihr eingeschaltet habt, meine Lieben. Wir sind gerade ein bisschen am Sortieren, am Bauen, ihr kennt uns. Und wir haben ja jetzt den neuen Stadtbereich realisiert, mit dem Rita ganz professionell verkündet hat, Namen Newtown. Und da brauchen wir Steine. Besseren Namen. Ich glaube nicht, deswegen heißt die Stadt jetzt dort hinten so. Und wir haben wieder Steine bestellt bei einem Shop, den ihr schon kennt. Viele von euch haben uns auch geschrieben, dass sie dort schon mal bestellt haben. Der Name ist Brickina. Toller Service, ihr wart auch beim letzten Mal sehr begeistert. Wir auch. Wir haben auch schon Kontakt gehabt. Haben wir nochmal bestellt. Ja, und wir haben dort nochmal bestellt zum vollen Preis. Also nicht, dass ihr glaubt, wir bekommen jetzt die Steine irgendwie zur Verfügung gestellt. Das kommt auch noch, aber so weit sind wir noch nicht. Grüße gehen raus. Wir haben uns gedacht, wir zeigen euch gerne, was wir heute hier bestellt haben. Also die letzten Baufortschritte haben wir immer dann mehr oder weniger Steine gesammelt, die wir noch brauchen und haben die jetzt in eine schöne Bricklink-Bestellung bei Brickina zusammengestellt und da möchten wir euch gerne zeigen, was da so drin war. Rita, nimm dir was darfst du gerne präsentieren? Da ist ja Christoph immer super, wenn wir da so bei einem Bricklink Store bestellen, nachher heißt es so, jetzt schau endlich durch, jetzt sag mir endlich, welche Teile du möchtest. Ich trinke übrigens wieder Tee. Ja. Dezent. Mit meiner momentanen Lieblingstasse. Wenn er eine Freude hat, haben auch wir eine Freude. Wir kennen das. Ja, und auf jeden Fall unter diesem Stress habe ich dann versucht, Teile zu finden, die wir vielleicht noch brauchen können. Und da haben wir unter anderem Disney-Teile bestellt. Nicht nur Disney-Teile, werdet ihr gleich sehen. Nämlich zum Beispiel dieses Tor, das wir ja auch schon haben. Weil wir ja auch das Set haben eigentlich. Dann haben wir schon mal Teile bestellt. Zu ewigen Zeiten. Ja. Und jetzt nochmal, weil das Mega-Schloss wird. Ihr wisst es, im Vergnügungspark, die Drachenachterbahn wird erweitert. Genau, ihr habt es schon, glaube ich, gesehen oder haben wir das schon gefilmt? Ich glaube schon. Auf jeden Fall haben wir es vor. Wir möchten gern, dass das so irgendwie ein bisschen eingebaut ist und diese Teile hier sind total cool. Die haben wir jetzt noch zweimal bestellt, diese Tore. Und ja, Rita zeigt ein Disney-Teil in die Kamera. Ja. Ganz richtig, nein, das ist für den Gruselpark, glaube ich. Ja. Ist das ein Disney-Teil? Aus welchem Set auch immer das ist, also das möchte ich gerne Monster wissen. Hunter, oder? Keine Ahnung. Zweimal, wie gesagt, diesen Torbogen hier, wo er auch die Achterbahn bei uns dann durchfährt. Wenn wir euch das noch nicht im Detail gezeigt haben, dann kommt das, sobald wir diese Teile hier Das ist ein Projekt, haben. das ich gerne machen möchte, aber ich nicht selber machen möchte, weil das so doof zum Erreichen ist bei uns in der Stadt. Ja. Richtig. Und deswegen braucht sie einen Helfer mit dem Namen Christoph. Dann haben wir auch noch diese zweimal 1, 2, 3, 5 Steine bestellt. Ein paar Mal mit Mickey Maus Optik und ein paar Mal mit diesem ägyptischen Flair, was mir sehr gut gefällt. Wir haben zwar keinen ägyptischen Themenbereich, aber vielleicht irgendwo beim Haunted House von Johnny Thunder und dann auch für die Achterbahn noch in Dark Turquoise normale Bricks, weil die brauchen wir dort auch noch. Und das ist eine Farbe, die gibt es zwar in letzter Zeit oft, aber die haben wir irgendwie gar nicht. Genauso wie diesen... weiß ich nicht, was das ist. Turm bei einer Burg, genau. Die Steine, die wir gezeigt haben, geben wir vielleicht gleich in die Kiste rein. Bitte sehr. Dann kommen wir hier nicht durcheinander. Das sind dazu auch die Türme, also die runden Türme von diesem Mickey Mouse Set. Da haben wir auch noch ein paar bestellt. Ich glaube nicht, dass wir da alle brauchen werden für die Achterbahn. Aber es ist egal. Vielleicht kann man die auch woanders brauchen. Ja, ich habe mich übrigens bei dieser Bestellung auch wieder ein bisschen vertan. Ich habe da leider 1, 2 Mal was Falsches bestellt. Erstens zu viele von denen hier. Ja. Und dafür, wo ist das andere Teil jetzt? Ich finde es gar nicht mehr.
zu wenig von diesen Türmen hier. Also erstens mal stimmt die Farbe nicht. Für oben, das ist Dark Red, ich wollte es in Normalrot und warum auch immer habe ich 3 bestellt, wo ich eigentlich 4 haben wollte. Für Rita. Was wir allerdings noch haben, sind diese braunen Plate Modified hier mit 2 Noppen und 2 kleine Noppen und dann auch noch in Türkis diese runden Fliesen 2x2, die finde ich auch immer ganz nett für Verzierungen aller Art rund um Blumenstöcke und so weiter. Dann haben wir rosa, nein, intensiv knallig pinke Jumper Plates. Ich habe keine Ahnung für was. Ich weiß aber, damit wird vielleicht dein Disney-Geschäft im Hochhaus gefliest. Vielleicht, ich weiß es nicht, ich ritt dir da nicht ein, aber das könnte man. Diverse Ideen hätte ich da. Dann ein ganzes Sackerl, liebe Freunde. Auch wenn ihr das Video zum neuen Stadtteil gesehen habt, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Oh ja. Diese großen Bögen, die gehen weiter. Ich habe mir sogar überlegt, weil auch das jemand in die Kommentare geschrieben hat, ob wir das nicht doppelt machen, weil das ein bisschen ästhetischer aussieht. Richtig. Ja, dass diese Wand nicht nur aus einer Reihe Bricks besteht, sondern sogar jedenfalls an den Kanten doppelt gemauert ist und dann natürlich auch doppelt mit den Bögen versehen, dann wird das ein bisschen schöner aussehen und nicht so, ja, wie soll ich sagen, hingezimmert. Okay. Dann haben wir einmal 1 rund in, was ist das für eine Farbe? Wow. Schwierig. Also unter dem Licht, das ist eine Farbe, die sieht unter jedem Licht anders aus, ob das nicht Nougat ist, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Nougat noch ein bisschen dunkler. Das sind übrigens auch Teile, die gar nicht wir bestellt haben, sondern die wir für unseren Freund Jürgen, Grüße gehen raus, bestellt haben. Dann Jürgen, bitte in die Kommentare, welche Farbe. Wir haben ihm ja schon mehrmals welche bestellt, weil er ja mit Artsets herumdoktert und experimentiert. Was das für eine Farbe ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube, irgendein Braun, oder ist das Medium Nougat? Ich weiß es jetzt gar nicht. Vielleicht ist das dann, weiß nicht, Flash, gibt es das? Nein. Er baut auf jeden Fall, er hatte ja diese 16x16 Technik-Bricks das letzte Mal bestellt. Jetzt ist er auf die Idee gekommen, er möchte damit gerne ein Herr der Ringe Bild bauen und da braucht er diese Farben für, ich glaube, Hauttöne, wenn ich mich nicht täusche. Da habe ich die Inspiration dazu auf Instagram gesehen, das Bild, das ist Hammer. Oh ja. Also ich glaube, wenn wir jetzt auch noch mit Artsets anfangen, was ich vielleicht plane für meinen Geburtstag. Mein Geburtstag kommt ja bestimmt, vielleicht. Ich finde ja zum Beispiel auch die Welle ganz toll, muss ich sagen. Oder die Weltkarte finde ich ganz toll. Ja. Falls zufällig jemand auf die Idee käme, mir das zu schenken zum Geburtstag. Hört nicht auf diese Frau. Ja. Sie hat von mir ein paar kleine Sets bekommen, die vernachlässigt sie jetzt. Meine Eltern schauen ja auch die Videos, also kleine Hinweis. Wenn ihr noch was sucht. Hast du überhaupt gesagt, warum ich die gekauft habe? Die sind auch für das Hochhaus Shopping Center, damit wir ein bisschen verschönern können. Dann haben wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, 100 Stück dieser 2x4 Fliese mit dem bedruckten weißen Innenteil bestellt. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum haben wir hier so viel bestellt? Wer das Video zu diesem neuen Stadtbereich gesehen hat, weiß vielleicht, wovon wir sprechen. Ja. Rita, zeig noch deines her. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist ein Teil, welches speziell bei diesen größeren Figuren in letzter Zeit vorgekommen ist. Ich sage jetzt nur Beispiele, obwohl ich nicht weiß, ob die drin sind. Hulkbuster und Transformers. Das sind meistens so diese Gelenke dieser mega großen Figuren. Und die haben, ich glaube, 0,7 Cent gekostet oder 0,8. Sind aber, wenn man die zusammensteckt, ich meine, so passen sie jetzt nicht, weil das 2 gleiche sind. Okay. Also das ist immer dasselbe Stein und da wird genau der andere fehlen. Aber wenn man die so zusammensteckt, dann hat man hier eine tolle Konstruktion, zum Beispiel für irgendeinen Aufbau. Und da habe ich weiß gar nicht, wie viel das sind, 200 oder so gekauft. Die haben dann unter 2 Euro gekostet und das würde ich mal sagen, ist eigentlich ein ganz guter Deal. Wenn man halt das schief verbauen könnte, könnten das auch so Straßenlaternen sein. Mhm. Ja, das seid aber jetzt ihr wie gefragt. Verbaue ich die halt so? Vielleicht, keine Ahnung. Aber könnte doch bitte eine Straßenlaterne sein. Für was haben wir dann letztes Mal im Legoland, ich glaube, an die 200 Straßenlaternen gekauft? Ja. Ja, okay, aber vielleicht Straßenlaternen. Keine Ahnung. Ganz richtig.
Egal, wir gehen jetzt weiter. Ihr wollt bestimmt wissen, warum wir diese Mittelteile gekauft haben. Wir haben auch dieselbe Menge, oder ich glaube fast dieselbe Menge, an diesen neuen 2021 oder 22, ich weiß gar nicht, wann die das erste Mal herausgekommen sind, Straßenplatten gekauft. Die sind Gott sei Dank, muss man sagen... 21. Glaube ich, Silvester 21 haben wir doch die ganzen Sets gebaut. Oder? Da war ich doch cool rund. Das kann leicht sein, dass da die ersten Sets rausgekommen sind. Ich glaube, ja. Man kann von diesen Teilen halten, was man möchte. Fakt ist, wir verbauen sie in dem neuen Stadtteil, weil sie weniger Platz brauchen. Ich finde auch, dass sie optisch dann ganz gut aussehen, wenn das hier gefliest ist. Sieht echt nicht schlecht aus. Wie gesagt, dann haben wir 2 Spuren mit 16er Breite, keinen Gehweg links und rechts. Das passt genau dort nach hinten zu diesem neuen Stadtbereich, wo ja die Platte sehr schmal ist. Und sehr sicher auch, weil sie sehr im Verruf sind durch diverse große YouTuber, die ja noch mehr Ahnung von Lego haben als wir, sind die, und vielleicht auch, weil die Sets manchmal nicht ganz so gut sind, da geben wir den Herrschaften recht, aber wir finden das System ganz toll. Die kosten, ich glaube, 95 Cent oder so pro Stück, und das ist für eine 16x16 Platte ja eigentlich ganz ein guter Deal. Also kauft euch bitte nicht die große Straßenplattenkreuzung oder was auch immer was es gibt, wo 4 Straßenplatten drinnen sind, um 20 Euro. Wenn ihr auf das Gebüsch und dieses kleine, ich glaube, Parkbänkchen oder was da dabei ist, verzichten könnt, sondern kauft euch die Straßenplatten einfach einzeln, zum Beispiel bei Brickina, der hat da jede Menge, und wir sind genauso wie ihr glücklich mit eurem Einkauf. Ja. Hast du nicht alle aufgekauft? Gibt es noch welche? Der hatte, glaube ich, an die 500, 600 im Angebot und wir haben nur 100 oder ich glaube 80 genommen. Ich weiß es jetzt gar nicht genau, wie viele das sind. Ja, dann. Ja, wir haben dann auch noch für diese eben Straße, das kannst du ja zeigen, Rita, weil wir diverse Male... Ja, sag. Nein, sag. Ich habe gedacht, du brauchst noch länger. Sag. Ich bin ja immer schnell. Was nicht immer gut ist. Für diverse Bahnübergänge bei den neueren, und wir haben auch teilweise Bahnübergänge bei Kurven, und da dürfen wir diese großen, schönen, ich weiß gar nicht, 5x6 Modified Plates oder Bricks oder was auch immer Slopes das sind, nicht verwenden, sondern müssen ein bisschen kürzer treten. Da haben wir ein paar solche gekauft, dass wir eben an der Tischkante direkt noch einen Bahnübergang machen können. Und dann hat sich Rita für den Vergnügungspark was genommen. Ja, und das andere, glaube ich, vielleicht für die Fischstäbchenfabrik, oder nicht? Ja, zum Beispiel. Hätte ich mir zum Beispiel gedacht. Gute Idee, ja. Also ein Schild für die Fischstäbchenfabrik vielleicht. Das ist ja, glaube ich, ein Schild, das vielleicht auch nicht. Ich hätte mir eingebildet, bei dieser Sardinenfabrik vorgekommen ist, aber wir haben das Set nicht, also ich habe eigentlich keine Ahnung. Und dort sind fast nur Sticker, die haben wir ja letztes Mal gekauft. Ach ja, stimmt. Auf jeden Fall ein cooles Teil. Und oben diese Pfeile, ich finde, die kann man überall brauchen. Also als Hinweisschild, dass man irgendwo weitergehen soll oder so. Im Vergnügungspark oder diversen anderen Plätzen, ganz genau. Dann haben wir, was Rita besonders freut, für ihren Disney-Park noch ein paar so Mickey-Mäuse gekauft. Ja. Die sind ja auch bei diversen Sets vorgekommen. Tolles Teil. Für unseren Freund Jürgen, der bestellt jetzt auch immer schon mit Star Wars Blaster in, ich glaube, das ist Pearl Grey, wenn ich mich nicht täusche. Eine auf jeden Fall schöne Farbe. Und offenbar auch nicht so leicht zu bekommen. Dann ein paar solcher Kästen ohne Laden, die haben auch nur einen Cent gekostet. Wie gesagt, dort bei diesem Store werden die Teile, die nicht verkauft werden, dann immer mit der Zeit rabattiert. Also wir haben hier viele Teile gekauft, die dann schon, keine Ahnung, 75 oder auch 60% vergünstigt waren, und das waren dann echte Schnapper. Ja. Ein Kessel. Genau. Wohin kommt der? Vielleicht in den Halloween-Park. Ein Kessel, ein Hexenkessel für den Halloween-Park. Ich habe mir auch gedacht, ja, oder für einen Blumentrog, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Genauso hier, hoppla, noch ein paar Blumentröge. Ich weiß gar nicht, wie das Teil offiziell heißt. Wir sagen einfach Blumentrog dazu in Rot. Das sind auch schöne Teile. Und dann haben wir noch ein paar einzelne, aber Rita, zeig du zuerst mal deine Sets, die ich dir gekauft jetzt gar habe. Nicht so gut. Naja, gut. Ich habe mir noch gewünscht, denn mir fehlen da nicht nur einige, sondern eigentlich fast alle. Diese kleinen Super Mario, wie nennt man die? Mystery Boxen mit den Figuren, sowas. Und da gab es ein paar, und da habe ich mir zum Beispiel den genommen, wo ich ja allein schon finde, dass dieses Seerosenblatt da unten, das ist ja anscheinend ein bedrucktes Teil, das da dabei ist doch mega.
Haben wir irgendwo Seerosenblätter? Nein. Glaube ich nicht. Ja. In der Stadt. Kommt mir auch nicht bekannt vor. Und Brekina, genauso wie die Figuren, hat auch diese Sets wieder mit so tollen Postkarten versehen, dass man gleich sieht, was da drinnen ist. Das sieht doch mega aus. Ja. Und dann habe ich mir noch dieses Flughörnchen genommen. Ich weiß gar nicht, wie die wirklich heißen, aber die sind auf jeden Fall auch sehr süß gewesen, habe ich mir gedacht, für die Super Mario Welt als Ergänzung. Ganz richtig. Mit der wir ja noch nicht begonnen haben, aber die schon auf unserer Liste steht. Das sind einfach nette Sets, die kann man mal gerne für ein paar Euro mitnehmen, finde ich. Dann haben wir noch, was wir auch schon angeschrieben wurden, aber leider nie gekauft haben. Bei uns fallen ja immer bei den Bäumen die Blätter runter, wenn man ankommt oder teilweise auch einfach so oder wenn wieder mal ein Erdbeben ist, was ja auch sein kann. Jetzt haben wir diese Karottenstiele, sage ich immer, dazu gekauft in Braun in sehr großen Mengen. Da können wir nämlich oben bei den Bäumen die einfach reinstecken und dann fallen uns die Blätter nicht immer um die Ohren. Dann haben wir noch Blumen in Rosa, eine kleine Handvoll, die waren auch nicht so teuer. Da hat es leider nicht mehr gegeben, deswegen konnten wir nicht mehr nehmen. Und dann haben wir noch 4 Teile. Einerseits nochmal, weil die gab es wieder billig, diese einmal 4 Teils mit 2 Noppen immer an den Enden, falls wir wieder mal was in Dark Tan fließen müssen. Dann ebenfalls zum Beispiel Dark Tan. Diesen runden Brick hier, den haben wir sehr gerne. Ich glaube 300 Stück, ob da nicht auch für Jürgen welche sind. Ich weiß es nicht, müssen wir ihn nochmal fragen. Oder Jürgen, schreib uns gerne, ob da welche für dich sind. Dasselbe Teil in Dark Bluish Grey. Nicht so oft leider, aber ja, auch ein paar Mal. Und ein Z-Stein. Und wie Rita sagt, ein Z- oder ein S-Stein. Lustigerweise, letztes Mal haben wir dieselben in hellgrau gekauft. In dunkelgrau gekauft. Jetzt haben wir in hellgrau. Die sind doch hellgrau. Ein Stein, den man jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht besonders viel braucht, aber der eigentlich ganz nützlich war, speziell auch beim Bauen unseres Berges. Und auch hier ein schönes Säckchen davon. Ja, das war's leider schon. Schöner Einkauf bei Brekina. Rita, was ist dein Abschlusswort? Es ist ein Traum. Und ich muss sagen, mir gefallen meine Super Mario Sets wohl am besten. Wobei auch andere tolle Teile dabei sind. Also da freue ich mich schon wirklich drauf, diese Teile zu verbauen. Ich bin gespannt. Ich ebenso. Wir werden Straßenplatten verbauen, wir werden alles Mögliche verbauen. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Schaltet wieder ein, gerne bei einem Video aus Wild City. Und wir haben jetzt zu tun, also nichts wie ran ans Bauen. Euch auch viel Spaß, lasst einen Zug fahren und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.